Guten Tag, Alexander Hopp mein Name. Ich bin Client Executive bei der Firma Athos für Automotive-Kunden verantwortlich. Heute möchten wir Ihnen anhand des Vortrags das Thema Mitarbeiterschutz in Form von Edge-Technologien näher bringen, wie das Ganze miteinander verbunden werden kann. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in einen Arbeitsunfall verwickelt waren, aber die negativen Konsequenzen, die damit verbunden sein können, durch unsachgemäße Nutzung von Maschinen, können Sie sich sicher vorstellen, dass das Verletzungsrisiko enorm ansteigt. Eine Publikation der gesetzlichen deutschen Unfallversicherung im Jahre 2019 hat gezeigt, dass 780.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle gemeldet wurden. Stellen Sie sich vor, alleine rund 154.000 davon sind darauf zurückzuführen, dass eine unsachgemäße Nutzung von Maschinen stattgefunden hat, also rund 20%. Wir als Athos sind bestrebt daran, das Ziel Tag für Tag zu vervollständigen und zu erfüllen, um entsprechende IT- und OT-Lösungen anzubieten, damit dem vorgebeugt werden kann, sprich durch Predictive Maintenance Use Cases und Präventionen reinzubringen in den gesamten Zyklus, um ihre Mitarbeiter schützen zu können. Die voranschreitende Digitalisierung zwingt Unternehmen zum einen, ihre Unternehmensstrategie anzupassen, ihre Bereiche zu optimieren, um sich diesen Gegebenheiten, diesen Herausforderungen an dem Markt bestmöglich ausrichten zu können. Um das Ganze auf die Situation, in der wir uns heute auch befinden, in Richtung Vortrag zu projizieren, muss man sich vorstellen, wie kann das Ganze erreicht werden, dass Mitarbeiter geschützt werden können, sprich vor Arbeitsunfällen. Das heißt, durch die Nutzung von IT wird es möglich, durch entsprechende Hardware und auch Software, künstliche Intelligenz, neuronale Netzwerke und entsprechende Edge-Technologie, auch in Form von verfügbarer Hardware, entsprechende Maßnahmen zu treffen, die präventiv erkannt werden. Durch Edge-Technologie, wie es angesprochen wurde, gibt es die Möglichkeit, mit einer vor Ort, sprich einer On-Premise-Lösung, entsprechende Daten in Realtime auszuwerten, also in Echtzeit, um entsprechend präventiv einwirken zu können. Das hat zum einen den Vorteil, dass die Mitarbeiter geschützt werden können, weil ein Arbeitsunfall vermieden werden kann, aber auch gleichzeitig wird eine sichere Lösung geboten, die Daten, die dabei entstehen, sprich vor Ort innerhalb der Edge-Technologie auswerten zu können. Innerhalb des ersten Use Case möchten wir Ihnen nun vorstellen, wie unsachgemäße Nutzung von Maschinen verweigert werden kann, durch die Nutzung von Hardware und auch Software. Sie können sich sicher vorstellen, dass unsachgemäße Nutzung von Maschinen ohne die entsprechende Schulung, ohne den entsprechenden Führerschein zu erheblichem Verletzungsrisiko führen kann. Für unser Beispiel hier auf der linken Seite sehen wir den Gabelstapler in Miniaturansicht. Das heißt, zunächst, um wirklich auch eine Maschine nutzen zu können, findet eine Registrierung statt, die mittels Tablet zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, mein Gesicht wird erkannt, ein biometrisches Update wird hier erzeugt und anhand dessen wird entsprechend ein Eintrag in dem System von mir hinterlegt, dass ich autorisiert bin, diese Maschine auch nutzen zu dürfen. Das Ganze natürlich GDPR-konform, weil die Personen, die nicht autorisiert sind, entsprechend diese Maschine auch nicht nutzen dürfen und diese Daten werden auch nicht in einer Datenbank hinterlegt. Softwareseitig nutzen wir das Produkt unseres Partners Real Networks zum Produkt Safer, welches wir als Athos integriert haben. Unsere Kompetenz besteht darin, Integration von Hard- und Software zu kombinieren und entsprechende As-a-Service-Modelle unseren Kunden anbieten zu können. Um das Thema Edge nun technisch näher zu betrachten, möchte ich meinen Kollegen Jan Spiddewold begrüßen, der als Experte zum Thema Edge bei Athos beschäftigt ist. Hi Jan, grüß dich. Hallo Alex. Guten Tag. Ja, eine besondere Technologie, die wir für den Shopfloor verwenden, ist der Bullsequana Edge Server. Eine Technologie, die wir in Europa entwickelt haben und die wir in Europa herstellen. Und was ich auch verstanden habe, das Thema vom Athos Bullsequana Edge, ist das Thema Auswerten von Realtime-Informationen. Kannst du da etwas zu sagen? Klar. Ja, Realtime, das ist genau unser Thema hier für den Arbeitsschutz. Es geht hier um die Verarbeitung von vielen Daten, wo auch diese Daten erzeugt werden. Daten, die hochsicher verarbeitet werden müssen und auch ohne Latenz, denn Latenz ist in dem Falle auch hoch wichtig. Dafür verwenden wir verschiedene Technologien, die wir in den Server eingebaut haben. Die Performance von bis zu 2 GPUs von NVIDIA sowie viele Netzwerkanschlussmöglichkeiten, die dazu führen, dass wir den Server autark auf dem Shopfloor betreiben können. Herzlichen Dank, Jan. Danke, Alex. Gerne. Das Thema Gesichtserkennung wird allmählich mehr und mehr Standard in der Industrie werden. Warum?
Der Schutz der Mitarbeiter ist super wichtig. Das heißt, mittels IT- und OT-Technologie das Gesamte zu verknüpfen und digitale Lösungen anbieten zu können, um entsprechend in einen Prozess präventiv eingreifen zu können, ist von besonderer Bedeutung, um entsprechend Arbeitsunfälle auch im Vorfeld vermeiden zu können. Das heißt, gepaart mit der Digitalisierung und der IT sind wir als Atos bestrebt daran, entsprechende Lösungen für Sie anzubieten. Das heißt, das Thema Zugangskontrollen in diesem Beispiel so einfach wie möglich und so nachhaltig wie möglich für Sie gestalten zu können. In unserem zweiten Beispiel-Use-Case möchten wir jetzt näher darauf eingehen, wie mittels unseres Gabelstaplers und auch unserer IP-Kamera das Thema Sicherheitszone näher identifiziert werden kann. Stellen Sie sich einmal vor, in Ihrer Produktion, in Ihrer Umgebung, in Ihrem Unternehmen gibt es sicher die ein oder andere Komponente bzw. auch Einrichtung bei Ihnen, wo entsprechend nicht autorisierte Personen definitiv keinen Zugang bekommen sollten, weil dort das Verletzungsrisiko sehr hoch sein kann, um entsprechend einen Arbeitsunfall auch verursachen zu können. Wenn wir uns das auf das konkrete Thema hier beschränken, ist eine Sicherheitszone errichtet worden und diese Sicherheitszone definiert einen bestimmten Bereich. Jetzt stellen wir uns vor in diesem Use Case, dass eine Hand in diesen Bereich reingehen würde, dann würde das zur Folge haben, wenn man das ganz kurz betrachtet, auch auf unseren Case und auch mit den Hardware-Komponenten, die wir hier sehen können, dass zum einen die Informationen, die Daten in Echtzeit ausgewertet werden auf unsere Atos Bullsequana Edge, die im Vorfeld natürlich diese Daten der IP-Kamera aufgenommen hat und diesen Prozess dann beschleunigen würde, um dann entsprechend auch in den Prozess einsteigen zu können, denn in der Sicherheitszone befindliche Hand, die da nicht zugehört, dass entsprechend die Maschine gestoppt wird, um entsprechend diesen Arbeitsunfall präventiv vermeiden zu können. Ein besonders wichtiger Aspekt, um diese Echtzeit gewährleisten zu können, dass die Daten direkt ausgewertet werden können vor Ort, um entsprechenden Arbeitsunfall vermeiden zu können, hat inne, dass das Thema Echtzeit betrachtet werden muss. Andererseits, wenn man hier vor Ort eine Hardware-Komponente, eine Atos Bullsequana Edge zur Verfügung hat, können die Daten direkt ausgewertet werden. Wenn man jetzt aber über Cloud-Lösungen nachdenken würde, dann hätte das eine entsprechende Latenzzeit, die natürlich damit verbunden sind, dass einmal die Daten in die Cloud geschickt werden müssen, um sie dann wieder entsprechend mit einem Muster zu erkennen und eine entsprechende Maßnahme treffen zu können, um dann die Daten auszuwerten. Das heißt, ganz klar würden wir hier empfehlen, immer eine On-Premise-Lösung, sprich eine Vor-Ort-Lösung für Sie gewährleisten zu können, um die Daten auch in Echtzeit auswerten zu können. Gerne möchte ich für Sie noch einmal zusammenfassen, was wir heute im Rahmen des Vortrags gesehen haben. Zum einen die beiden Use Cases. Der erste Use Case, der sich mit dem Gabelstapler beschäftigt hat. Das heißt, wir haben einmal erkannt, dass der Zugriff für autorisierte Personen gewährleistet werden kann. Der zweite Use Case, wo wir eine Sicherheitszone aufgezeigt haben, wo entsprechend agiert wurde, weil beispielsweise eine unbefugte Hand oder ein Gegenstand in diese Sicherheitszone eingetreten ist und entsprechend auch die Maschine gestoppt wurde. Aber was hilft das Ganze denn wirklich nun Ihnen bzw. Ihnen als Unternehmen? Wie können Sie entsprechend diese Lösungen nutzen, um beispielsweise auch entsprechend Arbeitsunfälle präventiv vorbeugen zu können? Stellen Sie sich vor, mit dieser Nutzung sind Sie in der Lage, diese verschiedenen Lokationen, Örtlichkeiten in Ihrem Unternehmen entsprechend präventiv auszustatten. Nehmen Sie das Beispiel in der Produktion. Sie gehen mit einem viel sichereren Gefühl in den Arbeitsalltag. Sie können Ihren Mitarbeitern entsprechende Lösungen darbieten, die in der Lage sind, präventiv zu identifizieren, dass Ihre Mitarbeiter geschützt werden. Und Sie sind Vorreiter dafür, die neuesten Technologien, State-of-the-Art-Technologien in Ihrem Unternehmen einsetzen zu können. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Leider können wir Sie dieses Jahr nur virtuell begrüßen. Würde mich sehr freuen, Sie auch irgendwann mal persönlich kennenzulernen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Dankeschön.